Willkommen zu Deinem Calisthenics und willkommen zu diesem neuen Video. Cool, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es mal um ein sehr, ich sage jetzt mal ein sehr oft gefragtes, aber auch ein sehr beliebtes oder auch nicht beliebtes und auch ein sehr umstrittenes Thema. Und zwar um das Thema Ernährung, speziell Ernährung und Calisthenics. Ihr habt es oft nach diesem Video gewünscht. Ich habe viele Fragen zu diesem Thema bekommen und deswegen möchte ich jetzt heute mal ein Video machen, wo ich die häufigst gestellten Fragen und auch die relevantesten Fragen zu diesem Thema jetzt beantworte, also zum Thema Ernährung und im Speziellen auch Ernährung und Calisthenics. Das wird jetzt kein Full Day of Eating Video von mir, wo ich jetzt genau zeige, wie ich mich ernähre einen ganzen Tag lang. Es wird jetzt auch kein Anleitungsvideo für die perfekte Ernährung, für das und das Ziel. Das wird alles zu lang werden, sondern ich will jetzt hier wirklich mal auf die fundamentalen und ich glaube häufigst gestellten Fragen rund um dieses Thema eingehen. Wie ihr wisst, bin ich selber aktiv als Calisthenics-Athlet. Ich bin selber unterwegs auf Weltmeisterschaften und internationalen Wettkämpfen auch. Und ich habe da natürlich in meiner eigenen Vorbereitung oder in meinem eigenen Training einiges an Erfahrung gemacht und auch ein bisschen herumexperimentiert mit der Ernährung. Und ich habe natürlich auch andere Top-Athleten kennengelernt und mich mit denen über dieses Thema ausgetauscht. Und da gehen es auch manche ganz anders an. Und aus dieser Erfahrung, die ich dabei jetzt gemacht habe und auch aus meinem persönlichen Wissen, möchte ich euch jetzt einfach berichten. Und zwar werden wir das folgendermaßen angehen. Wir werden jetzt 3 Fragen sozusagen durchgehen in diesem Video. Die erste Frage wird sein, gibt es jetzt eine spezielle Art von Ernährung oder gibt es spezielle Grundregeln, an die ich mich halten soll? Gibt es jetzt diese eine perfekte Ernährung für Calisthenics oder was ist allgemein wichtig oder relevant, wenn es um das Thema Ernährung und Calisthenics geht? Das wird die erste Frage sein. Die zweite Frage wird sein, was für einen großen Einfluss hat jetzt eigentlich die Ernährung auf die Leistungsfähigkeit im Calisthenics? Also selbst wenn ich alles perfekt machen würde, würde das dann einen riesen Unterschied machen oder nicht? Also so ein bisschen, das werden wir besprechen. Und die dritte Frage, auf die ich dann noch eingehen werde, ist, wie ich mich persönlich ernähre, an welche Grundprinzipien ich mich persönlich sozusagen halte und wie ich das persönlich auch um mein Training zu optimieren, so handhabe. Genau. Also das würde ich jetzt in diesem Video erwarten und ich würde sagen, wir starten jetzt mal. So, also die erste Frage ist jetzt eine spezielle Ernährung für Calisthenics notwendig? Die Antwort darauf ist mal eindeutig nein. Es braucht keine ganz spezielle Ernährung für Calisthenics. Es braucht schon natürlich eine, ich sage jetzt mal, spezielle Ernährung oder eine gute Ernährung für Sport und auch für Kraftsport, aber es braucht jetzt nicht eine spezielle Ernährung, die nur für Calisthenics gültig ist. Also wir können eigentlich in Calisthenics genau die gleichen Prinzipien anwenden wie im klassischen Kraftsport. Warum? Weil das Training einfach sehr ähnlich ist. Es sind zwar teilweise die Übungen anders und es geht teilweise mehr um Körperkontrolle und Akrobatik, aber grundsätzlich ist es ja ein Sport, bei dem wir die Muskeln fordern und bei dem wir vor allem auch die Kraft fordern. Und da können wir eigentlich grundsätzlich alle Regeln, die auch für den Kraftsport gelten, anwenden. Ein paar von diesen Regeln sind euch wahrscheinlich bekannt, ist zum Beispiel die richtige Eiweißzufuhr, je nach verschiedenen Studien und Aussagen, sagt man da im Idealfall zwischen 2 und 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß zu sich nehmen. Natürlich die Kalorienzufuhr, also dass ich, wenn ich viel verbrenne und nicht abnehmen will, beziehungsweise auch meinem Körper genügend Energie zur Verfügung stellen will, um jetzt dann wieder sozusagen die Strukturen zu erneuern, dass ich einfach genug Kalorien esse, dass ich, wenn ich abnehmen will, natürlich auch weniger Kalorien esse und natürlich auch, dass ich einfach mich ausgewogen ernähren sollte, dass ich natürlich auch genug Obst und Gemüse essen sollte, dass ich nicht nur genau eine Art von Fetten essen sollte, dass ich nicht zu viel Zucker oder unnötige Süßigkeiten, sage ich jetzt mal, essen sollte. All diese Regeln, die jetzt eigentlich, sage ich mal, ich setze es mal voraus, dass die Regeln eigentlich allgemein bekannt sind für den Kraftsport oder für Fitnesstraining oder wie auch immer man es nennen will, all diese Regeln gelten eigentlich genauso auch für Ernährung für Calisthenics. Eine Sache, die vielleicht ein bisschen anders ist die Sache mit der Gewichtszunahme. Das ist jetzt zwar natürlich keine andere Regel oder so, aber im Calisthenics ist es im Unterschied zu manchen anderen Kraftsportarten nicht erwünscht, dass ich unendlich schwer werde oder dass ich immer schwerer werde. Das heißt, da ist vielleicht ein kleiner Unterschied, dass ich von den Kalorien her, je nach meinem Ziel, das ist ja natürlich komplett abhängig von dem, was du jetzt erreichen willst, aber je nach meinem Ziel vielleicht nicht darauf schaue, dass ich möglichst schnell, möglichst schwer werde, weil dazu hatte ich ja auch schon mal ein anderes Video gemacht, also zum Thema Muskelmasse, Muskelaufbau. Da gibt es sozusagen eine ideale Grenze oder ein ideales Verhältnis, das ist auch immer individuell,
Also das ist vielleicht anders, aber grundsätzlich gibt es keine spezielle Ernährung, die jetzt nur für Calisthenics so und so ist, sondern eigentlich können wir alle Regeln, die auch für den Kraftsport gelten, und das ist ja auch viel besser erforscht. Es gibt jetzt nicht viele Studien zum Thema Calisthenics, aber zum Thema Kraftsport, Fitness, Muskelaufbau gibt es einiges, und deswegen, ich habe vorher schon gesagt, es wird jetzt kein Video, wo ich da ins Detail gehe, aber wir können eigentlich all diese Regeln auch für Calisthenics anwenden. Eigentlich logisch, aber ist oft gefragt worden, gibt es jetzt etwas Spezielles? Nein, es gibt eigentlich nichts ganz Spezielles, an das wir uns halten müssen, sondern wir können da eigentlich alles übernehmen, weil ganz logisch, es ist einfach ein kraftorientierter Sport, genauso wie viele andere Sportarten auch. Ein Phänomen, das ich da selbst sehr interessant gefunden habe und beobachten habe können, ist es, dass es da auch ganz verschiedene Athleten ganz verschieden angehen, also in dem, wie sie sich ernähren. Ich habe zum Beispiel Athleten, den Ivan Keitatz, vielleicht kennt ihr ihn, ist eigentlich ein Schwergewicht, hat um einiges mehr Muskelmasse als ich, ist wirklich ein Schwergewicht, ich glaube 85, 90 Kilo, macht super schöne Wall-Arm-Pull-Ups, Handstand-Push-Ups, Planches, all diese Sachen, und ernährt sich zum Beispiel extrem eiweißarm. Also er hat mir gesagt, ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, wenn ich ihn jetzt hier erwähne, aber er hat mir gesagt, er nimmt nur um die 60 Gramm Eiweiß zu sich. Der Typ wiegt, ihr müsst euch denken, der Typ wiegt 20 Kilo mehr als ich und nimmt viel weniger Eiweiß zu sich und hat trotzdem eine sehr gute Leistungssteigerung. Anderes Beispiel, Viktor Kamenov und Daniel Sleitsans, auch die habe ich persönlich getroffen, wie ihr wisst, gibt es auch Videos hier im Kanal mit ihnen. Beides zwei Top-Athleten, falls ihr sie nicht kennt, könnt ihr nachschauen, ist unten verlinkt. Weltspitze-Athleten ernähren sich ganz unterschiedlich. Daniel zum Beispiel sagt auch selbst in seinen Videos teilweise, dass er gar nicht auf die Ernährung achtet eigentlich. Also er isst, worauf er Lust hat. Der Viktor zum Beispiel war da ganz anders. Der hat da sehr drauf geachtet eigentlich, auch wie ich mit dem unterwegs war. Er war ja auch bei mir und hat da eigentlich sehr drauf geachtet, was er zu sich nimmt und dass er auch nicht unnötig viel isst und auch nicht unnötig Süßigkeiten isst. Daniel sagt zum Beispiel, es ist ihm ganz egal, er achtet überhaupt gar nicht. Man könnte es argumentieren, weil er einfach so viel Müll frisst, isst er automatisch genug Eiweiß und genug Kalorien, und deswegen geht es sich irgendwie aus. Aber was da schon mal sehr interessant ist, ist, dass es anscheinend mit sehr verschiedenen Ansätzen, und egal was jetzt die Wissenschaft sagt zum Beispiel, heutzutage, wie schon erwähnt, 2 bis 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Manche halten sich gar nicht dran, anscheinend funktioniert es aber trotzdem auch. Und das bringt uns jetzt auch schon zur nächsten Frage. So, die nächste Frage ist jetzt eben, wie wichtig ist es die optimale Ernährung für eine gute Leistungssteigerung im Calisthenics oder für eine gute Leistung im Calisthenics? Wie wichtig ist die Ernährung? Was man ja oft hört, ist, es ist 50-50, also 50% Training, 50% Ernährung. Das halte ich persönlich für einen großen Blödsinn. Nicht aus dem Grund, dass Ernährung unwichtig ist, aber folgendes, stellt euch vor, ich ernähre mich jetzt perfekt, ich ernähre mich komplett natürlich, ich esse viel Obst und Gemüse, ich esse viel Eiweiß, ich esse nichts Ungesundes, ich lasse alles Ungesunde weg, ich ernähre mich sozusagen jetzt perfekt, was auch immer das jetzt ist, aber ich trainiere nichts. Ich werde wirklich null oder nahezu null Fortschritte im Training haben, obwohl ich mich perfekt ernähre. Das heißt, ich kann nicht sagen 50-50, weil wenn ich nur die 51% erfülle, habe ich nicht 50% der Leistungssteigerung. Ich kann aber auf der anderen Seite, wenn ich sehr hart und auch sehr smart oder sehr gescheit trainiere, sehr gute Fortschritte machen, obwohl ich mich ernähre, wie auch immer ich will. Und wie schon gerade erzählt, Daniel Sleitsans war Weltmeister und hat überhaupt nicht auf seine Ernährung geachtet. Also das ist vielleicht wissenschaftlich sogar schwer erklärbar, aber ich sehe es ganz einfach in der Praxis. Ernährung ist wichtig, da werde ich gleich noch dazu kommen, aber es ist nicht die ausschlaggebende Variante für meine Leistungssteigerung. Anscheinend ist es hier einfach nicht. Es ist aber schon trotzdem nicht unwichtig, teilweise sogar sehr wichtig. Aber warum? Nicht unbedingt, weil ich jetzt die perfekte Ernährung brauche, um eine gute Leistungssteigerung zu haben. Es geht auch anscheinend auch ohne. Allerdings ist es aus anderen Gründen wichtig. Erstens mal ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir eine Ernährung haben, mit der wir uns wohlfühlen. Wenn ich mich wohlfühle, wenn ich motiviert bin, wenn ich selbst glaube, dass ich, wenn ich mich so ernähre, wie ich es tue, bestmöglich Fortschritte mache, dann werde ich allein, selbst wenn es nur der Placebo-Effekt ist, werde ich deswegen gute Fortschritte machen. Das heißt, das Wohlbefinden, dass ich mit meiner Ernährung zufrieden bin, ist schon mal wichtig. Was noch dazu kommt, ich kann zwar vielleicht viel Blödsinn essen und das wird mein Training nicht so stark beeinflussen, aber es wird meinen restlichen Alltag beeinflussen. Ich werde müder sein, ich werde niedergeschlagener sein, wenn ich mich schlecht ernähre. Ihr kennt das wahrscheinlich selbst, ihr fühlt sich einfach im Alltag anders und das wirkt sich indirekt schon auch wieder auf meine Motivation fürs Training aus. Und natürlich die Strukturen, es ist eigentlich logisch, alles was der Körper
ich sage jetzt mal, aufbaut, also die Kraftzuwachs, dass die Strukturen stärker werden und so weiter und so fort. Die Energie davon speist er ja natürlich aus der Ernährung. Der Körper ist da aber anpassungsfähig, das heißt, er kann das, wie gerade vorher schon erklärt, auch mit einer schlechten Ernährung teilweise machen. Wahrscheinlich nicht komplett bestmöglich, aber anscheinend schon sehr weit genug, dass es zum Beispiel ausreicht, dass jemand, der auf seine Ernährung komplett scheißt, Weltmeister wird. Also, ich will das jetzt nicht runterspielen, das Thema. Es ist natürlich Ernährung wichtig und ich werde auch gleich von mir erzählen, warum ich es für sehr wichtig für mich halte. Allerdings ist es für die Leistungssteigerung nicht der einzige ausschlaggebende Faktor und ich glaube, das ist auch, sage ich jetzt mal, eine frohe Botschaft, weil es ist nicht so, dass ihr jetzt, wenn ihr jetzt eine kleine Sache in der Ernährung falsch macht, euer ganzes Training für den Arsch ist. Also das wird auf gar keinen Fall der Fall sein. Es ist nicht unwichtig aus vielen Gründen, aber es ist nicht der einzige Faktor, der jetzt entscheidend ist. Das möchte ich euch damit sagen. Und jetzt kommen wir noch zur dritten Frage. So, jetzt also noch zur letzten Frage, wie ernähre ich mich selbst und warum finde ich selbst, wie gerade vorher auch schon erwähnt, Ernährung sehr wichtig. Erstens mal, nochmal kurz zu dem von vorhin, es ist, wie gesagt, Ernährung sehr wichtig aus dem Grund, dass es die Gesundheit stark beeinflusst. Es kann es kurzzeitig meine Leistungsfähigkeit im Training nicht so stark beeinflussen und ich kann, glaube ich, kurzzeitig sehr gute Fortschritte machen, wenn ich komplett auf die Ernährung scheiße, aber ich glaube jetzt auf die ganze Lebenszeit gesehen, für meine Gesundheit gesehen und auch für mein Wohlbefinden im Alltag, ist die Ernährung trotzdem wiederum entscheidend oder ausschlaggebend. Das heißt, vielleicht nicht direkt die Leistung, also ich werde jetzt nicht vielleicht direkt einen Leistungsabfall merken, aber ich glaube auf längere Zeit gesehen macht es sehr großen Sinn, sich anständig zu ernähren. Und jetzt will ich euch eben kurz erzählen, wie ich das Ganze so angehe oder nach welchen Regeln, an welche Regeln ich mich so halte. Ich habe ein paar verschiedene Sachen ausprobiert in meiner Zeit als Athlet. Ich habe eine Zeit lang, gerade wie ich angefangen habe, war ich auch unwissend eigentlich einfach nur darauf geschaut, dass ich möglichst viel esse, möglichst viel Kalorien, habe mich auch teilweise sehr ungesund ernährt. Ich habe schon ausprobiert, Intermediate Fasting zu machen, also sprich immer 16 Stunden lang nichts zu essen und dann 8 Stunden was zu essen. Ich habe schon ausprobiert, extrem viel Kalorien zu essen, also 4.500 Kalorien pro Tag. Ich habe schon ausprobiert, mich unterkalorisch zu ernähren, also ich habe schon viele verschiedene Sachen ausprobiert und ich möchte jetzt kurz berichten, wie ich es aktuell so mache und was ich dabei so gelernt habe. Also, eine Sache, die ich auf jeden Fall gelernt habe bei der ganzen Sache, ich hatte nie aufgrund meiner Ernährung eine ganz grundlegende Änderung in meiner Leistungsfähigkeit. Das nicht. Ich hatte allerdings eine Änderung in meinem Wohlbefinden und wie ich mich einfach gefühlt habe. Ich habe gerade vorher schon erzählt, ich habe teilweise einfach nur möglichst viel gegessen, da habe ich mich nicht gut gefühlt. Ich habe teilweise weniger gegessen, teilweise dann vielleicht sogar zu wenig, aber das war nur für eine ganz kurze Zeit, deswegen war es nicht so schlimm. Aber ich habe schon was gemerkt, aber es war jetzt nicht so, dass mein Training auf einmal deswegen viel besser oder viel schlechter war. Wie ernähre ich mich jetzt aktuell? Aktuell halte ich mich jetzt, sage ich mal, an ein paar Grundregeln, die ich versuche zu erfüllen. Ich versuche erstens genug Eiweiß zu mir zu nehmen. Ich versuche eigentlich 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß zu mir zu nehmen. Jeden Tag, das sind für mich dann so um die, also 2 bis 2,5 sind dann so für mich so um die 140 bis 170 Gramm Eiweiß. Und ich versuche das Ganze aber auch mit möglichst wenig Fleisch zu mir zu nehmen. Ich versuche nicht unnötig viel Fleisch zu essen, je nachdem, wenn man mir jetzt Fleisch vorsetzt oder wenn ich Fleisch gekocht bekomme, esse ich es schon, aber ich mache mir eigentlich selber kaum Fleisch, also ich schaue, dass ich nicht unnötig viel Fleisch esse. Ich kriege mein Eiweiß viel aus anderen Quellen. Ich nehme gar keine Supplemente, das ist wieder ein anderes Thema, Supplement, aber ich nehme auch gar keine Supplemente. Ich kriege mein Eiweiß vor allem aus Quellen wie zum Beispiel jetzt Bohnen. Ich esse viel Magertopfen, also auch teilweise eben Milchprodukte, Eier, auch Nudeln und Reis sind das zwar nicht so eiweißhaltig, aber wenn man es hochrechnet, kommt trotzdem ein bisschen was zusammen. Also ich schaue, dass ich viel Eiweiß esse, aber dass ich es nicht aus nur fleischigen Quellen esse. Ich schaue, dass ich mich allgemein sehr ausgewogen ernähre, das heißt, ich versuche, dass ich nichts Unnatürliches zu mir nehme, also keine chemischen Sachen, wie gesagt, ich nehme auch gar keine Supplemente, ist es aber nicht unbedingt der Grund dafür. Ich versuche, dass ich mich eben sehr natürlich ernähre, nichts Unnatürliches zu mir nehme und dass ich auch keine, ich sage jetzt mal, unnatürlichen Süßigkeiten zu mir nehme, das heißt, irgendwelche Cola oder andere Süßigkeiten schaue ich, dass ich möglichst weglasse. Ich gönne mir aber ab und zu schon auch was Süßes. Wenn ich das mache, dann schaue ich aber, dass das jetzt nichts mega Chemisches ist, sondern eher ein Stück Kuchen oder was ganz Normales halt. Genau, also das mal dazu. Ich versuche auch viel Obst und viel Gemüse zu essen, möglichst viel eigentlich. Vor allem Gemüse ist wichtig, einfach um genügend Nährstoffe zu mir zu nehmen, Mikronährstoffe und nicht nur Makronährstoffe. Dann schaue ich darauf, dass ich extrem fettiges Essen vermeide, beziehungsweise einfach
also dass ich nicht extrem einseitig nur eine Art von Fetten esse, sondern dass ich da auch ausgewogen bin. Das heißt, dass ich tierische und aber auch pflanzliche Fette zu mir nehme. Genau, und von den Kalorien her schaue ich noch drauf, dass ich allgemein ungefähr so viel esse, wie ich verbrenne aktuell. Aktuell ist es nicht mein Ziel, mega viel zuzunehmen oder abzunehmen, sondern ich esse eigentlich nach Hunger, also ich track das auch nicht genau. Auch meine Proteine schreibe ich mir nicht genau auf. Ich habe das ungefähr im Hinterkopf. Ich kenne die Nährwerte von den Lebensmitteln, die ich zu mir nehme und rechne das dann so ungefähr aus und schaue, dass ich am Ende des Tages ungefähr auf die richtige Bilanz komme. Und von den Kalorien her das gleiche. Und das ist eigentlich geschätzt, so 1000 mal biedern. Also das kann sein, dass das 100, 200 Kalorien plus minus sind, aber grundsätzlich schaue ich, dass ich nach Hunger esse, und wenn ich mich auf meinen Hunger verlasse, dann bin ich eigentlich, also habe ich die letzten Jahre gemerkt, weder so, dass ich zu viel oder zu wenig esse. Genau, also ich esse nach Hunger, auch weil es mein Ziel aber nicht ist, jetzt extrem viel zuzunehmen. Wenn ich zunehmen wollen würde, müsste ich natürlich mehr essen. Ein Prinzip, das für mich persönlich auch noch wichtig ist, das spielt jetzt nicht so eine große Rolle bei der Leistungssteigerung, aber allgemein bei dem, wie ich mich ernähre, ist, dass ich nicht extrem verschwenderisch lebe, was das betrifft. Das ist auch mit ein Grund oder ein Hauptgrund, warum ich zum Beispiel nicht so viel Fleisch esse. Und ich versuche auch, wenn es in meiner Möglichkeit steht, zum Beispiel möglichst regional zu essen, also Obst und Gemüse regionales Obst und Gemüse einzukaufen und jetzt auch nicht extrem viel Plastikmüll oder Müll zu erzeugen bei meiner Ernährung. Also ich esse jetzt auch selten unterwegs, sondern ich koche meistens selbst oder bekomme teilweise gekocht, was natürlich nicht schlecht ist. Und genau, also ich versuche darauf zu achten, einfach weil es mir persönlich auch ein Anliegen ist, dass ich jetzt nicht nur, weil ich glaube, ich brauche so und so viel Eiweiß, extrem verschwenderisch lebe und eigentlich die Ressourcen sind, ich meine, das ist wieder ein anderes Thema, aber die Ressourcen sind schon nicht so fair verteilt auf der Welt. Also ich will jetzt nicht der Typ sein, der da extrem verschwenderisch ist. Ich schaue da eigentlich, dass ich so eben mich ausgewogen ernähre. Ich halte mich immer an ein paar Regeln, an das mit dem Eiweiß. Ich schaue, dass ich viel Obst und Gemüse esse. Ich schaue, dass ich natürliche Lebensmittel zu mir nehme, dass wenn ich die Wahl habe, immer hochwertigere Produkte zu mir nehmen als minderwertigere. Aber ich habe jetzt keine ganz spezielle Diät oder einen speziellen Ernährungsplan. Genau. So, jetzt noch ganz kurz abschließend, was lernen wir sozusagen aus dem Ganzen, was ist jetzt wichtig, was kann man sich davon jetzt mitnehmen. Ich möchte das Ganze jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also ich glaube, die erste Sache, die wichtig ist, ist, dass Ernährung, also dass wir uns keinen Stress machen brauchen, dass wir jetzt genau irgendeine spezielle Regel befolgen müssen. Ernährung ist wichtig und kann auch ausschlaggebend sein für Wohlbefinden und so weiter, aber es wird jetzt nicht im Training irgendwas auf einmal viel besser oder viel schlechter laufen, nur weil eine kleine Sache an eurer Ernährung ändert. Also so viel mal dazu. Ich glaube, es ist eben wichtig, dass man sich ausgewogen ernährt, dass man sich natürlich ernährt und aber auch, dass wir uns einfach so ernähren, wie wir uns gut fühlen. Weil wie gesagt, wenn wir uns gut fühlen, wird das sich positiv auf alles andere auswirken. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz wichtige Sache. Ihr könnt da auch ein bisschen herumexperimentieren, herumprobieren. Ich will euch da jetzt nicht diesen einen Ernährungsplan geben, den ihr jetzt befolgen sollt oder sonst irgendwas. Es ist da auch jeder individuell. Auch anatomisch und genetisch ist da jeder ein bisschen individuell mit seiner Ernährung, was sozusagen die perfekte Ernährung für ihn ist. Also ihr könnt da auch ruhig ein bisschen herumexperimentieren und es gibt sehr wohl ein paar Richtlinien, an die wir uns halten können, aber das sind jetzt, wie vorher schon erwähnt, keine ganz speziellen Regeln, sondern das ist genau das gleiche, was sozusagen für andere Sportarten, die kraftorientiert sind, gilt eigentlich auch für Calisthenics. Genau, also das nochmal zusammenfassend und ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt mit diesem Video hier helfen können. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen was dazulernen können oder einige hilfreiche Informationen bekommen. Und falls ihr noch Fragen zu dem Ganzen habt oder falls ihr noch Wünsche zu anderen Videothemen habt, könnt ihr die mir ruhig in die Kommentare schreiben. Und falls ihr daran interessiert seid, noch mehr über das Thema Calisthenics zu lernen oder falls ihr selber besser darin werden wollt, dann schaut doch mal auf meinem Kanal um. Dort gibt es noch viele andere Videos zu dem Thema. Ansonsten bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.